Okay, wir gehen jetzt rein. Scary Comp V89, die neueste Scary Comp. Let's go. March 18th of 2024, a restaurant waiter begins to panic after noticing something very strange in the video he just took. The man in this video is known as Dustin Frazier, and while working the night shift all by himself, he decided to record a video for a friend using Snapchat. This is something that he often does, as messaging friends makes him feel less alone when he works by himself. Other employees completely understand, as they themselves don't like being alone at this diner. Like any other night, Dustin records a video for a friend, but as he watches it before sending it over, he immediately starts to freak out. Take a look. No, because I'm freaking out, guys. So I just Snapchatted my friend, right? And I like walked through, and now the alarm's going off. Uhr, Engelszahl. So I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something behind me. And I like watched it, I did like a playback before I sent it to him, right? And I don't have any insurance, right? Okay, also ganz kurz, weil er sehr durch den Wind klang, ne? Er hat seinem Kumpel einen Snap geschickt von der Arbeit und hat dann eben im Hintergrund etwas Seltsames gesehen. But I'm just like, I'm gonna have to do something because I don't know. Just like I feel like I need to go to the doctor, but like I'm constantly just like nauseous, and I don't really know why. Like I have tried, Ja, gut. take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. Was ist das für ein Winkel? And then whenever I go and I'm just like laying down and stuff, like I can. As if Dustin wasn't already creeped out from working alone, he captures this. Either someone. Ich meine, von dem Bild kann es auch hier, ne, er wird gleich wieder sagen, oh, es ist a case of Pareidolia, ne, wie er es immer sagt. Es kann halt sein, dass man hier wieder was fehlinterpretiert, dass es einfach eine Lampe ist oder so, die von der Decke hängt und komisch aussieht, ne, das Gesichtding hier im Hintergrund. Das Flüstern eben klang halt für mich sehr seltsam, klar, verständlich und laut, wisst ihr? Nicht so wie ein Flüstern, was das Handy aufnimmt, sondern so, als ob das ein bisschen rein editiert wurde, aber... Or, as many viewers believe, something was caught on camera. Although lacking sufficient lighting, the mysterious figure is just barely visible for us to see that it's right there. Looking closely, it appears to be watching Dustin as he unknowingly gets it on camera. However, this footage gets even more creepy when listening to the audio. Seem like it really does anything. And then whenever Despite hearing something, it's hard to make out what's being said. Yet, for Dustin, the whispers alone were enough to convince him that something highly unusual was happening that night. If no one else had been inside the restaurant, then just what was this? While no further updates have been given by Dustin. Es könnte halt jetzt Jeff the Killer, ja, es sieht sehr ähnlich aus wie Jeff the Killer. Ich weiß, es könnte halt jetzt in dem Moment alles sein, ne? Also es ist halt, ne, kein Beweis für irgendwas, habe ich das Gefühl. Es kann eine Lampe sein, die wir einfach nur falsch erkennen. Er kann auch absichtlich das Video gemacht haben, hat eine Maske oder sonst was drüber gehangen. There has yet to be a definitive explanation for this mysterious footage. Würdet ihr sagen, das war echt? Ich meine, er wirkte wirklich ängstlich, ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er vielleicht einfach ein guter Schauspieler ist, aber ich fand, er wirkte halt wirklich besorgt. Nee, er fake wegen dem Whisper. Ja, das Flüstern. Wenn das Flüstern nicht wäre, würde ich einfach sagen, halt dieses Pareidolia-mäßige, aber er macht aber auch genau da an einer Stelle so eine komische Pause mit so vielen M's. Die Angst, ja, genau, die Angst wirkte echt. Jemand versucht, ihn zu verarschen, glaube ich nicht. Dieses Flüstern zu verarschen, so wäre echt schwer. Ich weiß nicht, schwierig. Ich finde es cool. Ich finde, der Geist sieht sehr cool aus und deswegen finde ich es ganz nett. This next video was taken at a storage facility where a father owns a storage unit containing obscure vintage items. The facility is well known for being creepy, but it's the contents of this unit that's by far the creepiest. Among all things inside is a toy monkey that the father knows is worth a lot of money. Although initially not wanting to sell the doll, he now hopes that someone would buy it off his hands as soon as possible.
Ever since having it, the fucking gruselige Puppe. Wieder so eine, wisst ihr, das ist ja so eine Affenpuppe. Es ist das gleiche wie mit diesen anderen Puppen, die Leute haben. Wer Ken. Das ist offizieller Ken-Merch, Leute. Wer zur Hölle ist so und ist so, die ist süß, die kaufe ich meinem Kind. Na, Schatz, willst? Das ist doch nicht normal. Wer kauft denn sowas für sein Kind? Having it, the stuff inside his unit would move on their own. Now, noise complaints would often be made by employees who accuse the man of living in his storage. But after setting up a camera to show that it's the stuff inside being thrown around, he captures this. Ich morgens, wenn ich mich umgucke, wie viel Uhr wir haben und ob es schon hell ist und ich... Warte. Ne, ich gucke mich um. Wie spät ist es? Ist es schon hell? Und dann sehe ich, oh, ich kann auch weiter schlafen. Ja, wieso ist das nur 144p? Ja gut, es ist eine Kamera mit Nachtsichtfunktion im Storage, das ist schon, die werden teuer sein, vielleicht hat er nicht so viel Geld für sowas. Aber finde ich, es ist zu strange, um wahr zu sein, finde ich auch. Es ist zu krass halt. Aber, andererseits, wenn Geister da sind, müsste es ja krass sein, theoretisch, Also, warum nicht? Ich finde es sehr, sehr cool. Es ist nicht dieses, oh, die Puppe hat sich ganz leicht, hat so einen Millimeter den Kopf bewegt, sondern hier bewegt sich ja etwas richtig, richtig krass. Und damit das so funktioniert, müsste das Ding ja schon Mechanik oder so in sich drinne haben. Also, ich finde es sehr cool optisch. Ich würde halt diese Puppe wegjeeten. Like something straight out of a horror movie, the toy doll moves on its own. The staff working at the storage facility were just as spooked as the man who owns this unit. He believes that this is the culprit behind the strange noises employees heard. While there has yet to be a prospective buyer for this doll, the man continues to document the monkey on the off chance that something else is caught on camera. But currently, nothing else has happened. Das ist schon cool und gruselig. As always, let me know your thoughts on this one. Ich glaube nicht, dass es echt ist, einfach wegen dieser Grundskepsis, wenn etwas so krass ist, Aber... Ey, es ist so cool, das ist ein richtig cooles, gruseliges Video. Das ist nicht, man sieht eine schwarze Schattengestalt oder so, Das ist ja nicht, oder man sieht Geisterorbs oder so. Sondern das ist halt mal wirklich was Krasses. Das finde ich nice, finde ich sehr cool. Ja, Schnur kann ich mir vorstellen, dass es möglich wäre, wenn der Affe an der Box festgemacht wurde und die Schnur am Kopf hängt. Wisst ihr, dass man sie so am Kopf hochzieht quasi. Das kann ich mir vorstellen. Now, this next video was captured on a Ring camera that's placed inside a bedroom where a mother and her daughter sleep together. Like most parents, the mother had bought the camera to keep an eye on her child, who's often left alone in their own room. But according to a comment giving more details on this footage, the camera was bought for another reason. Recently, the mother's daughter has been saying some rather odd things, from mentioning a man who she occasionally sees in her closet, to saying things like, "I'm scared because he's there." The mother felt compelled to watch over her daughter more so than usual. But in the following footage, something happens that's forced her to keep her away from this room. One night, while sleeping in her daughter's bed to keep her company, this happens. Gute Audio. Ist das diese Nachtangst? Oder Nachtterror, oder wie das heißt? Wisst ihr? Es gibt doch diese Nachtangst, wo Leute einfach nachts anfangen zu schreien. Welcher Film ist das? Sinister, glaube ich. Sinister, wo das Kind von Protagonisten das auch hat. Nachtschreck heißt das? Irgendwie Nachtschreck. Ja, kann das sowas sein? Ich weiß nicht genau, was Nachtschreck ist. Warte, Nachtschreck. Zwischen 2 und 6 Jahren häufig passiert, Meist in den ersten paar Stunden nach dem Einschlafen. In der Regel treten verschiedene Aufwachstörungen bevorzugt in einer bestimmten Altersphase auf.
Aus dem Kinderzimmer, wo das Kind gerade noch friedlich schlief, tönt mitten in der Nacht ein panischer Schrei, dann lautes Weinen. Die Eltern finden ihr Kind vielleicht in Schweiß gebadet, heftig atmend und mit rasendem Puls in seinem Bettchen sitzend. Jeder Versuch, es zu beruhigen, indem er es auf den Arm nimmt, ihm gut zuredet oder es streichelt, bleibt erfolglos oder regt es gar zusätzlich auf. Es stößt die Eltern womöglich weg und schlägt um sich. Und dann, nach einigen Minuten, ist plötzlich alles vorbei, der Schreck weicht aus dem Gesicht des Kindes und es schläft rasch wieder ein. Am nächsten Morgen kann sich das Kind an nichts erinnern. Sowas könnte es sein, oder? Das ist aber doch auch noch ein Schatten, oder? Habe ich nicht gesehen, wird er ja gleich uns dann zeigen, aber ist mir nicht aufgefallen. Upon waking up, the mother immediately notices something on the ceiling. It isn't until seconds later, when her daughter lets Ja out. gut, sie sieht irgendwas da oben. Sie sieht irgendwas da oben. Aber wenn sie da was wirklich Schreckliches gesehen hätte, ne? Dann wäre sie ja weggerannt mit dem Kind. Wenn da wirklich etwas Schlimmes gewesen wäre, was sie aktiv erkennen konnte, wie ein Geist, Monster, was weiß ich, dann hätte sie doch das Kind genommen und wäre davon gelaufen, oder? Das frage ich mich halt. Danach, sie wirklich am Anfang, guckt sie so, als ob sie auch was sieht, aber danach kümmert sie sich einfach ums Kind und nimmt es nur in den Arm und mehr macht sie ja nicht. Sie guckt ja nicht nochmal nach oben oder so. Das hatte ich auch als Kind. Ich kann mich auch heute noch dran erinnern. Oh, damn. A piercing screech that she realizes she isn't the only one seeing this. Overcome with fear, but not Ich completely. glaube eher, der Blick der Mutter ist, weil der Raum komplett dunkel ist, wirr im Nichts, wisst ihr? Wenn man sich ja zum Beispiel Leute anguckt, die blind sind, die gucken ja auch einfach ins Nichts. Und ich glaube, sie hat ihre Tochter gehört, gehört, dass ihre Tochter irgendwelche seltsamen Geräusche macht, hat sich dann umgeguckt, es ist halt dunkel, das heißt, sie guckt irgendwo ins Nichts und hat dann nach ihrer Tochter gesucht. It isn't until seconds later, when her daughter lets out a piercing screech, that Ich glaube, sie lag einfach da und guckt hoch und war so, hä, was war das Geräusch? Ihre Tochter hat zum Beispiel ein Geräusch gemacht, sie ist aufgewacht, war so, hä, was war das für ein Geräusch? Hat sich deswegen umgeguckt und dann hörte sie, dass ihre Tochter neben sich war und daraufhin hat sie das Kind in den Arm genommen. Das glaube ich eher. she realizes she isn't the only one seeing this. Overcome with fear, but not completely paralyzed by it, she quickly attends to her daughter. But even she is trying her best to avoid this apparent horrifying sight by covering her own eyes. Clearly, whatever was above them must have been terrifying. Despite there being a lack of info on this footage, the recording alone does make for a creepy video. Whether or not she had seen the supposed man mentioned earlier remains a mystery, but ghost or not, viewers agree that something truly horrifying was seen that night. Das Verhalten der Mutter macht keinen Sinn, finde ich, wenn da wirklich was wäre. Wenn ich Vater wäre, ich hätte eine kleine Tochter, die neben mir im Bett liegt, die hat panische Angst und ich sehe an der Decke eine Schattengestalt, ein Wesen oder sonst etwas, dann würde ich das Kind schnappen und gehen. Aber so ziellos wie die Augen der Mutter sind, glaube ich, dass es dunkel war in diesem Raum, dann hätte sie gar nichts sehen können. Ich glaube wirklich, sie hat geschlafen, hört ihre Tochter macht ein seltsames Geräusch, sie wacht auf, guckt sich um, was war das? Und dann hört sie ihre Tochter schreien und nimmt sie in den Arm. Deswegen, das wäre das, wie ich es sehe. Ich glaube, die Tochter könnte vielleicht Nachtschreck gehabt haben oder hat sich irgendwas eingebildet, aber es passt zu dem, was ich eben vorgelesen habe, weil sie stößt ja auch hier irgendwie ihre Mutter so ein bisschen weg. In the following video, a small child is seen roaming around in their bedroom after waking from a nap. It's 7 p.m. and the child typically doesn't wake up around this time. Usually, according to the mother. Er steht da so wie manche Leute so am Tresen bei der Imbissbude. Aber so, na, was geht so hier? Ich nehme einmal Pommes Schranke, ne? They're dead asleep until the next morning. But for some reason, they have woken up. Although it may seem like this was just a normal occurrence, something happens later in this footage, reassuring the mother that this incident was definitely strange. Dieses hier jetzt schon wieder, ne? Mutter zeigt sich, ist TikTok Hochformat und sonst was, gibt mir schon wieder dieses unfassbare Gefühl von, ich mach das, weil ich, ich habe vielleicht irgendwas mittelgruseliges aufgenommen und ich mache das, weil ich jetzt damit Aufmerksamkeit kriege oder so. Jetzt dieses sich selbst dann zeigen, oh, es war so gruselig, das wirkt immer so wie, okay, mein Sohn hat was Gruseliges gemacht, wie kriege ich jetzt hin, dass das ganze Thema über mich geht? Keep in mind that her child can only babble, making it impossible for him to recount his experience. This is what was caught. Das Kind steht wie so ein alter Mann im Museum.
This night it looks like his legs get pulled and he curls back up into a ball. Also diese Nacht sieht es so, als ob an seinen Beinen gezogen wird und er sich wieder zusammenrollt. Er streckt... Okay, ist schon ein bisschen seltsam. Aber wir sehen seine Arme nicht. Es könnte sein, dass er sich mit den Armen abdrückt von der Wand. Und deswegen die Beine sich halt, ne? Er streckt die Beine aus und drückt sich etwas weg von der Wand. Könnte ich mir vorstellen. Sah schon ein bisschen komisch aus. Also ich verstehe, dass man darin erkennt, dass er am Bein weggezogen wird. Ich persönlich finde, man sollte sein Kind nicht, also wenn man eine Überwachungskamera in dem Schlafzimmer seines Kindes hat, sollte man die Videos, wie sein Kind dort schläft, nicht im Internet hochladen, weil es gibt viele kranke Leute, die ein Kind, welches nur in Windel im Bett schläft, sich angucken und runterladen. Würde ich persönlich nicht veröffentlichen, würde mein Kind nicht im Internet so zur Schau stellen, das aber nur nebenbei. It's only been 4 months since the family had settled into this house, and this happens. A voice, which definitely wasn't the child's, is heard on camera. Mind you, that he can't speak. Diese Stimme war ein was ist das denn für eine Voice? Diese Stimme, die zu hören war, ein Das kann das Kind gewesen sein. Das klang jetzt nicht groß anders vom Kind. Yet, as his speech is only limited to babbling. Yet strangely, a voice is heard in this room. Wo kann das nicht das Kind gewesen sein? Yet strangely, a voice is heard in this room. Aber das Kind guckt runter. Wir sehen das Gesicht des Kindes nicht. As the mother states, it almost sounds like a little girl speaking to his son. Freaked out. Nee, es klingt, als ob ihr kleiner Sohn mit sich selbst redet, wie die ganze Zeit. This video in case anyone could explain it. This incident, coupled with the footage of her son's legs being seemingly pulled off the bed, has led viewers to believe that something supernatural had occurred. Ich glaube, er hat sich ein bisschen abgestoßen von der I'll let Wand. you be the judge. Is this evidence? Also das Video, finde ich, ist, ne? Das ist 1:1 die gleiche Stimme. Finde ich auch. Ich finde dieses Video, da ist nichts Paranormales da. In diesem Video ist nichts Paranormales. Die Mutter will einfach nur das Ganze über sich machen und aufmerksam. Ich mag die Mutter nicht. Ich mag jetzt schon die Mutter nicht. Ich habe das Gefühl, die Mutter will das Ganze, ne? Irgendwie Aufmerksamkeit oder sonst was. Stellt eure Kinder nicht so ins Internet. Ich finde es so schon schwierig, Kinder ins Internet zu stellen, ne? Weiß ich nicht, aber so auf gar keinen Fall. Of a ghost caught on camera? Or is it something else entirely? This next video was submitted by Monica Cruz, who states that something pretty creepy was caught at work. She and a couple of friends work as security guards at an undisclosed location. Wieso sind die Untertitel jetzt weg? Leute, die Untertitel sind weg. Ich weiß nicht, warum die Untertitel weg sind. That, according to her, has been abandoned for quite some time. Her job is to patrol the premises in case anyone tries to break into the property. But after being notified of a person detected on site, she saw this. No, when we check the cameras for somebody, always looking for somebody. We don't pay attention to this. To the ghost. No. Who's on call? We need to check the one in the office. And this is the same one that's in our office after everybody leaves because I can freaking hear it. There it is. Mm-hmm. Oh my god, I'm getting chills. I quit. And it moves fast. Wow. It does. I said hi. It waved to the camera, you saw? Mira. We didn't see all that. Oh my god. We didn't get this far. We didn't get this far because we were so impressed by the first one. Wait. Oh, we didn't get this far? No. There's more. It keeps coming back. She keeps setting the cameras up. Yeah. You can see the time. Mira, ahí va, otra vez. Hala. Könnte das ein Affe sein? Jetzt mal, really, könnte das ein Affe sein? Ich weiß nicht, wo das jetzt gerade war, aber könnte das ein Affe sein? Theoretisch? So von der Bewegung finde ich halt, könnte das so ein schwarzer Affe sein, der da. Oder ein Waschbär. Ich hätte so wie der klettert, so schnell ein Schimpanse oder irgendwie, weiß ich nicht, so ein kleiner. Also das finde ich jetzt irgendwie, finde ich jetzt nicht. Wenn ihr euch anguckt, wie er sich da bewegt. Ja. Er klettert da hoch, so klein wie ein Affe. Dann hier, ihr seht hier ist der Arm, hier ist das Bein. Der bewegt sich halt wie ein Affe.
Der bewegt sich halt, finde ich, 1A wie ein Affe. Y ahí va, otra vez. Hala. This is crazy. Ken ist wieder ausgebrochen, ja. No, suena la gente, güey. Da drinnen geht er ins Ehebett und sucht deine Ehefrau. A large, shadowy mass is seen moving about in a very strange way. Monica and her coworkers mention that its movement is very fluid-like. It's because of this that they hesitated to check whatever this was. Something about it just didn't seem right. Feeling too afraid, they observed the figure through their CCTV cameras. Now, despite filming an old recording, Monica states that the video still gives her chills. She says that it's the only video she has in which something truly unexplainable was caught on camera. But as always, let me know your thoughts on this one. Fake kann es auch sein, aber irgendwie finde ich halt, dass es sieht eins aus wie ein Affe. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass ich Affen mag und oft an Affen denke, aber das sieht halt aus wie ein Affe. If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the next compilation, you can send them over to scaryvideos444@gmail.com. That being said, let's get back to the video. It's mid-afternoon when a small family gathers around the table for a quick meal. Das Kind ist schon fertig. Das Kind ist halt... Weißt du? So wie das Kind da sitzt, ne? So wie das Kind hier sitzt. So sitze ich da, wenn ich mir noch einen Döner geholt habe, nachdem ich eine Nacht richtig krass gefeiert habe. Wenn ich so eine Nacht richtig durchgefeiert habe, dann sitze ich genauso vorm Döner-Teller. Quick meal. During this time, the child's parents decide to record a video capturing this moment on camera. But unbeknownst to them, this seemingly innocent moment would quickly turn creepy. Janice Bouchard, the child's mother who submitted this video, claims that the house in this footage is haunted. It belongs to her mother, and ever since Janice was a kid living here, strange things would happen. The most unsettling thing she's ever witnessed was a drawing etched on her bedroom wall. The drawing was already there when she first moved in. It was an image of what appeared to be a giant bat with a wide-open human mouth, brimming with blood. The drawing was disturbing, to say the least. Das war das Drawing, voll cool. Mega cool. Würde ich mir tatsächlich hier aufhängen im Zimmer. Mega nice. But fast forward to this day, and something happens that reminds her of this image. Take a look. It's bon? It's bon? Ouais. Doucement. Doucement. Hey, au-dessus de la table, au-dessus de la table. Die sollten vielleicht ihre Wohnung mal aufräumen. Im Hintergrund ist sehr viel Müll. Ici. Oui, faut se le mettre là. Hey. Au-dessus de la table. Comme ça. Ja. Sigma-Mail-Kind. Sigma-Mail-Kind. Ist das auf dem Tisch? Nein. Du solltest auf dem Tisch essen. Nein. Hey. Au-dessus de la table, comme ça. Ouais. C'est le même que manger. Tête de cochon. Non. Ok. Non. C'est drôle avec son petit nom, hein. Il est vraiment dans Terrible 2. Warte mal, ich denke, ich mach mal kurz die Übersetzung weg, wenn da Musik nur steht. No! No! Là, tu sais. Ah. Qu'est-ce que tu checkes là? C'est des fantômes, mon amour! C'est pas une mouche, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Là? Qu'est-ce qu'il y a? Eine Eule! Quoi? Parle! Parle! Eine Eule! Parle! Non! C'est comme, c'est moi la peste, si. Je vais parler, mais ça me tente. Das Kind ist so, es hat da irgendwas richtig Gruseliges gesehen. Ein Monster, ein Geist oder sonst was. So, Macaroni mit Käse. Stimmt ja. Ah. Je m'inquiète pas, tu vas parler en tabarouette. Ah maintenant, on va dire, Colin, t'as rappelles-tu quand il parlait pas? Est-ce qu'on était bien, hein? Replaying this moment, it's apparent that something had caught the child's attention.
whatever it might have been. Ja, also, ne, passiert. Kinder lassen sich ablenken. Es klang teilweise im Hintergrund, als ob ein Fernseher läuft. It doesn't appear on camera, yet it's for this reason the mother thinks that something very strange had occurred. Initially, she was unfazed by... Wenn ich die Mutter wäre, würde ich kein Video hochladen, wo meine Küche scheiße aussieht, weil sie absolut unaufgeräumt ist. Nur so eine Idee. Wenn ich die Mutter wäre, würde ich nicht wollen, dass Leute sehen, dass ich die Küche nicht aufräume. ...their son's behavior. But after watching this video and remembering the drawing she saw as a kid, she was left beyond spooked. Das ist safe nicht She was left even more so after realizing that he was trying to describe what he was seeing by imitating it. It was the least that he could do, given his lack of speech. The hooing sounds immediately made her think of the wide open mouth on the drawing of the supposed supernatural entity. Das Bild hat vor allem nichts mit der Situation zu tun. Wir haben wahrscheinlich gar keinen Beweis für dieses Bild in irgendeiner Hinsicht. Das ist für mich so fake. TikTok-Fake. Das ist so ein krasser TikTok-Fake in meinen Augen. But whether her son had actually seen this or not remains unknown. Just who? Wenn ein Kind einen wirklich grauenhaften Geist gesehen hätte, wäre er nicht 2 Sekunden später so, Macaroni mit Käse. Das ist unwahrscheinlich. What did her child see in this house? Kinder lassen sich halt ablenken. Now, despite this next video being posted more than 5 years ago, it still holds up as being pretty spooky. The person who uploaded this is known as Max, and while taking a walk through a secluded section of a park, he finds an entryway to a hidden sewer tunnel. Wisst ihr, was ich richtig krass finde? Wir haben jetzt gerade das Jahr 2024. Im Jahr 2016, wo ich so Geistervideos mir angeguckt habe im Internet, dachte ich so, ja, die sehen jetzt gerade scheiße aus, aber warte noch mal so 5 Jahre, dann wird die Qualität von Geistervideos einfach richtig sick sein, weil jeder hat krasse Smartphones mit super Kameras. Boah, das werden so krasse Geisterfotos sein. Jetzt sind wir seitdem 9 Jahre oder 8 Jahre später und die Kameraqualität ist immer noch beschissen. Both him and a friend decide to explore this tunnel out of sheer curiosity. But as you'll see, they would later come to regret this decision. Watch. Dude. Oh man, I'm gonna cut it out. This is gonna be annoying. Hold on. Okay, so we got pretty far. Hold on. Yeah, we got pretty far. That's the exit out there. So here's the manhole cover. Das muss da so nach Scheiße stinken. Here's like a ladder. But yeah, we're pretty far. Das klingt wie abgespielt. Das klingt wie abgespielt. Oder ein Vogel! Das kann ein Vogel auch sein, oder? Das kann doch auch ein Vogel sein, oder? Ich wollte hier ein Video sehen. Das Video hieß Titus Crow Love. Und was passiert? Ja, danke. Danke für nichts. Danke für nichts, Suche. Gucken, finde ich hier was? Okay, das ist jetzt eine Krähe, die wirklich lacht. Okay, das nicht. Okay, es gibt halt, ne? Ich kann mir halt vorstellen, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Vogel ist, ne? Ich kann mir halt vorstellen, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Vogel ist. Wisst ihr, versteht ihr, was ich meine? Gehen wir mal kurz zurück. Das klingt halt für mich nicht wie ein menschliches Lachen. Das klingt wie dieses wie ein Vogel. Das klingt halt für mich eher wie ein Vogel, der was macht. Gelöst, gelöst. Geister, Geister, die Banker. Kann verstehen, dass man aber Angst kriegt. Upon reaching a dead end, a strange noise is heard out of nowhere. Listening closely, it kinda sounds like someone laughing in the distance. Both friends were so scared that they instinctively fled without fully comprehending what they had heard.
It was only after watching this video that they realized what it was, a sinister laugh that echoed in the distance. No one else was around except them, which made this incident extra creepy. Although encountering this in 2017, they still have no clue where this mysterious laughter had come from. Vogel. Ich sag Vogel. This last video comes from an online streamer from South America who, while doing a live stream, caught footage of something that's left viewers totally spooked. It was more than a few years ago when this happened, but even to this day, this clip remains baffling. Now, the clip itself comes from a live stream in which Ari, the online streamer, was getting groceries for the week. Ja, sie isst ja offensichtlich schon die Groceries, während sie noch im Laden ist. Live streaming out in public is something that she... Ich mag solche Läden. Aha, sehr cool, das sind Pokémon-Karten. Okay, cool. ...occasionally does. Okay, ja, sehr cool. ...before ending her streams at home. However, it was inside her house where this occurrence took place. Only a couple hours before ending her live stream, Ari chats with her audience while cutting up some fruit from her grocery haul. While chatting with the viewer, she's told that someone is right behind her. Thinking that perhaps they were trying to scare her, she shrugs it off. But as the stream continues, something happens that scares the living daylights out of her audience. Das ist halt auch so ein Standard-Joke, den der Chat gerne macht. Da steht jemand hinter dir. Hör, da ist jemand hinter dir. Fucking funny. Fucking funny. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Das passiert so oft. Dicen, la niña de atrás que no hay niñas atrás, dejen de querer asustarme. La niña de atrás que no hay niñas atrás, dejen de querer... Vor allem, wenn das ein Geist ist, ist es so, Der Geist guckt so hin und ist so, oh shit. In the background, someone else is briefly seen. This was strange, considering that Ari lives alone. Yet, it appears that someone else had been there. According to viewers, this supposed person looks like a child. Looking closely, it appears as if a little girl had popped into view before quickly hiding away. Again, Ari had no idea as to who it was that they saw. She had thought they were trying to scare her, but after looking at this clip, it became clear that they weren't playing around with her. Someone or something was in fact right behind her. Not much else is known about this clip or what occurred afterward, but even if no context is given, the clip alone is enough to make viewers unsettled. Die Gestalt bewegt sich genau mit der Frau, war wohl eine Reflexion. Also war auch mein erster Gedanke, eine Reflexion, aber irgendwie macht das halt nicht Sinn, spiegelungstechnisch. Ich meine, das hier ist das hier ein Spiegel? Warte, ist das hier ein Spiegel? Und dass es ihr Raum, in dem Licht ist? Was sollte denn das sonst sein? Das ist doch kein Loch in der Wand, denn das muss doch ein Spiegel sein. Aber was ist dann das hier? Hat sie einen Bildschirm vielleicht? Das ist ja eindeutig ein Spiegel. Also das ist jetzt zu 110% ein Spiegel, ne? Aber man sieht sie doch nicht im Spiegel. So then, just who or even what was caught on camera? Ja, keine Ahnung, was es ist, aber das ist safe ein Spiegel. Keine Ahnung. Wenn niemand bei ihr zu Hause ist, keine Ahnung, aber wenn noch jemand da wäre, dann ist es halt einfach eine Reflexion, oder? Wenn die Kamera gerade darauf gerichtet ist, sollte man doch ihre Haare sehen. Ne, die Kamera ist ja leicht von unten drauf gerichtet. Der Einfallswinkel ist ja ein anderer. Könnte ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt definitiv ein Spiegel, ne? Das ist halt die Sache. So, meine Friendos. Das war ein sehr schönes Video, eine sehr schöne Scary Cam. Coole Sachen dabei.